Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie man schon sieht, ist das ein etwas anderes Video verglichen mit den anderen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar werde ich einen zweiten DIY-Laptop bauen. Wer es vielleicht schon mitgekriegt hat, ich habe schon mal einen gebaut und der ist mir leider dann abhanden gekommen. Und da habe ich schon, wenn es wollt, einen Newsartikel drüber geschrieben auf meiner Website. Und jetzt mache ich einen zweiten. Genau. Das werde ich als Video veröffentlichen, als Tutorial, und je nachdem wie meine Motivation ist, werde ich dann auch einen Written Guide drüber schreiben. Ähm, Was es merken wird, so vielleicht oder vielleicht auch nicht, weil ich ja in Mundart Österreichisch das Tutorial mache, wird es auch auf Deutsch und Englisch Untertitel geben. Und die werden dann auch von mir unter Anführungszeichen geschrieben sein, beziehungsweise abgesegnet sein. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen interessante Sachen in die Subtitles treiben. Mal schauen. Genau, was ist der Plan? Und zwar, ich habe ja mal einen Laptop selber gebaut. Und zwar ist das Laptop selber bauen halt so ein Thema. Ich blende da mal einen Framework-Laptop ein. Das ist so eine Firma, wenn du nur einen Laptop willst, der modular ist und bei dem man halt Sachen upgraden kann und bei dem man Sachen, die man einfach aufschrauben kann und Sachen rausnehmen kann, kann ich den sehr empfehlen. Die kämen aber, also das sind jetzt nicht die billigsten, die fangen so bei 1000 € an. Und dabei ist noch kein Speicher oder RAM. Das heißt, da schaut man gerne mal auf 1100, 1200 € für Base-Modell. Ich werde, je nachdem, wie viele Fehler ihr macht, werdet ihr drunter landen. Ich sage mal, die Performance wird nicht so gut sein, die Ergonomie wird nicht so gut sein, aber ihr habt es selber gebaut. Das ist natürlich mal ein großer Win für mich, auf jeden Fall, sehe ich das so. Ähm, genau, also, ihr werdet auf jeden Fall einen schlechten Laptop kriegen, aber dafür könnt ihr sagen, ich hätte gern zwei USB-Ports oder drei USB-Ports oder ich hätte gern zwei USB 3-Ports und einen USB-C-Port oder. Das könnt ihr dann machen. Rein theoretisch könnt ihr euch einen Laptop selber zusammenbauen mit vier LAN-Ports, weil ihr braucht das. Und das ist halt so die Attraktivität von einem Laptop selber zusammenbauen. Es ist weniger die unter Anführungszeichen Performance, die man dadurch ähm, äh, kriegt, beziehungsweise es ist eher mehr so, dass man Performance eher liegen lässt als Preis. Ähm, Dafür kriegt man dann halt die I/O, die man will, die Akkulaufzeit, die man will, etc. 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 Und je nachdem, wie du deinen Laptop baust, kannst du dann auch später ein Upgrade einschmeißen und fertig. Rein hypothetisch, wenn der Laptop das auch nicht schafft aus Formatgründen, kann man sich theoretisch seinen Laptop redesignen und dann geht es schon. Ich werde mal sagen, also das ist der Part null, in dem werden wir noch nicht Laptop anfangen. Das heißt, wenn du wegen dem da bist, danke, dass du so weit geschaut hast. Spring zu Part eins. Ich werde jetzt nur meine Ausgangssituation erklären und das wird ein bisschen rambly. Wie gesagt, wenn du nur für den technischen Shit da bist, dann fangen wir Part eins an. Und zwar, ich habe den ThinkPad, das ist ein ThinkPad T420S, wie man da sehen kann, aber man kann es nicht sehen, weil die Kamera shit ist. Ähm, Sehr guter Laptop, einziger Makel, er ist 12 Jahre alt, der hat ein Intel 2520M Dual-Core CPU. Ich habe den abgegradet auf 16 GB RAM, ich habe den abgegradet auf 1 TB SSD. Aber jetzt hat er zwar viel RAM und gute SSD, aber mein Handy, deswegen liegt es ja da, hat die vierfache Performance. Und das ist natürlich ein Problem, sage ich jetzt einmal. Ähm, Wenn man Microsoft Teams die Browser-Version öffnet, dann hat man sehr schnell mal 100% Auslastung und dann lädt es mal für 5 bis 10 Sekunden und so weiter und so weiter. Also das heißt theoretisch, Webbrowsing ginge noch, aber wir sind schon an einem Punkt, wo Webbrowsing alleinig auch schon Schmerzen verursacht, sage ich jetzt einmal.
Jetzt bin ich natürlich in einer prekären Situation, weil der T420 der T420S, den ich da habe, sind die letzten mit der coolen ThinkPad-Tastatur. Und die haben es nämlich ab der nächsten Generation darauf einfach ab dem T430 geändert. Und es ist bis seit dem T430 ist immer so ein Steady Climb down gegangen. Ich glaube nämlich, nach dem T430 haben sie dann noch eine Generation Keyboards rausgebracht, die noch schlechter ist. Das Problem mit den Keyboards ist, die werden immer, oder generell mit den ThinkPads, die werden immer MacBookiger. Das Ding ist, wenn ich halt ein MacBook will, dann kaufe ich mir ein MacBook. Und das ist so das Problem, was ich habe. Ich will kein MacBook, ich will meinen Laptop, so wie ich den haben will. Jetzt haben wir natürlich als große Gnade, wenn wir unseren Laptop selber bauen, können wir unsere Teile selbst bestimmen. Wer jetzt schon voraussieht, was ich gleich sagen werde, Props an dich, du kennst mich wirklich gut. Wir werden die Tastatur nehmen, raussezieren aus dem ThinkPad. Wir werden die Tastatur USB-fizieren und in meinem neuen Laptop einbauen. Einfach, weil ich es, nicht weil ich es kann, weil so, eher im Gegenteil, ich habe es noch nie gemacht. Aber ich habe ein Online-Tutorial gefunden, wie man die USB-fizieren kann. Deswegen fühle ich mich gewappnet, dass ich das mache. Und wenn ich die Option habe, dann mache ich es. Akkulaufzeit ist scheiße bei dem ThinkPad. Es ist bei ThinkPads nie gut gewesen, aber der ist 12 Jahre alt. Ich habe einmal den Akku schon getauscht und jetzt ist er schon wieder auf einem Niveau, wo er eine Stunde hält, beziehungsweise, wenn man es reizt, eineinhalb. Ähm, Das war besser wie der Akku, der original mit dem war. Der hat nämlich weniger als 15 Minuten gehalten dann am Ende. Wie gesagt, ich habe den vor einem halben Jahr getauscht, das heißt nach 11,5 Jahren oder so hat der nicht mehr viel Dampf gehabt. Mhm. Deswegen ist mein Requirement, also ich erkläre jetzt da noch ganz kurz, warum mein Laptop wahrscheinlich anders ausschauen wird wie eurer. Bei meinem Laptop habe ich ein paar Grundrequirements, und zwar der hat kein Full HD Display, der hat ein 1600 x 950 Hertz Display. Ich werde ein Full HD Display einbauen mit 60 Hertz, das heißt, das ist ein Upgrade. Dann werde ich mir einen Akku einbauen, der mindestens 8 Stunden hält unter Dauernutzung. Also das Achtfache von dem, was der jetzt hat. Vielleicht so das, ja doch, Achtfache, da die schon sagen, einfach straight aus. Ich werde dann kleiner ins Detail gehen, wie ich das erreiche. Und genau, Performance natürlich, obviously. Also für mich wird es auf jeden Fall ein Upgrade sein, weil wie gesagt, die CPU hat ein Viertel von der Power wie die Handy-CPU. Und übrigens, das wird mein Mini-PC, das ist in meinem ersten Laptop drin gewesen, in meinem ersten ThinkPad. Das ist ein Singleboard-Computer mit, ich glaube, 8 GB DDR4 RAM mit einer Intel N100 CPU. Die braucht unter Volllast 7 Watt, ist 12 mal schneller wie der ThinkPad. Das heißt, der erfüllt die Requirements schneller wie der ThinkPad und performance-effizient, energieeffizient. Weil der ThinkPad braucht für seine gammelige Leistung 35 Watt für die CPU. Die hat wie gesagt Thermal Design Power von 7 Watt, deswegen ist da einfach nur passive Heatsink mit einem aktiven Lüfter gewesen. Ähm, Weil das hat einfach gereicht für die Kisten. Wie gesagt, uns ist dabei um die 12 mal schneller. Ähm, Ich werde die recyceln, weil das ist was, was aus meinem alten Laptop überlebt hat. Das heißt, ich werde da Kosten sparen. Ganz kurz noch, ich habe vorher angekündigt, der Framework-Laptop, hier nochmal eingeblendet, ist um die 1100 bis 1200 Euro, je nachdem, wie man sie denn konfiguriert. Und man könnte, je nachdem, wie man sie anstellt, einen billigeren Laptop kreieren. So, ganz kurz, mein erster V1-Laptop, da habe ich, je nachdem mit Pausen, wie man es zählt, habe ich entweder 3,5 bis 4 Jahre für den Laptop braucht, von Beginn bis zum Ende, oder wenn man aktive Projektzeit berechnet, dann 6 Monate circa.
Was ich damit sagen will, ist, ich habe Fehler gemacht. Die werde ich euch ja jetzt ersparen, beziehungsweise ich hoffe, dass ich euch mit der Videoserie die ersparen werde. Jedenfalls, ich bin am Ende mit dem, also ich habe das Ziel gehabt, boah, ich mag einen Laptop für so weniger wie 1000 € haben. Bei mir hat sich das dann so ausgeartet, dass ich glaube für meinen Laptop insgesamt 1600 € gezahlt habe. Dafür war er DIY, dafür war er schlechter wie jeder andere 1600 € Laptop. Pech. Ähm, genau. Ich werde ein paar Teile von meinem ThinkPad, ja, ThinkPad auch, aber ich werde ein paar Teile von meinem V1 Laptop recyceln. Das heißt, ich werde weniger für meinen V2 zahlen. Aber ich wollte euch nur mal so einen Ballpark geben, was ihr zu erwarten habt. Ursprünglich waren, glaube ich, so 600 € angesetzt. Das Problem ist, ich habe halt, wo gehobelt fällt, werden eine Späne. Ich glaube, ich habe am Ende 3 oder 4 Displays gezahlt. Einfach weil, also 3 bis 4 Mal auch 120 €. Einfach nur, weil ich die Dinger kaputt gemacht habe. Weil, ähm, naja, ich glaube, ich habe 3 gekauft. 2 davon habe ich eh nicht gemacht. Ähm, Becher yes. Ähm, Ich werde dann noch bei der Display-Folge, die auch noch kommt in der Videoserie, darauf näher eingehen. Und genau, das ist so das, was ihr erwarten könnt. Mein Laptop wird mit, also ich hoffe, dass mein Laptop anders ausschauen wird als eurer dann, wenn er fertig ist. Weil das ganze Ziel an der ganzen Geschichte ist, dass den Laptop so designt, wie ihr ihn wollt. Ähm, genau, damit beende ich das Video auch schon. Ich wollte nur mal so den Part null machen und einmal erklären, worum es geht überhaupt. Und dann werden wir schon zum nächsten Part kommen und das ist dann der Part 1. Und da fangen wir dann mit dem Display an.